jetzt der Campingcheck. Meeresluft, Ostsee, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campingcheck, die Sendung von Campern für Camper. Und ihr seht es, wir sind an der Ostsee. Wir haben nämlich was ziemlich Cooles vor. Wir wollen rausfinden, was ist denn so toll am Ostsee-Camping. Ja? Und dafür haben wir ein bisschen, ja, so eine kleine Route vor uns. Wir sind jetzt am Campingplatz Liebeslaube. Da sind wir gerade erst angekommen. Das ist bei Hohenkirchen in Mecklenburg-Vorpommern. Und danach geht es dann nämlich weiter, und zwar an den Campingplatz Großen Brode. Meerreisecamping heißt der. Das ist wiederum in Schleswig-Holstein. Und dazwischen machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp in Niedersachsen. Das hatten wir auch noch nie. 3 Bundesländer in einer Sendung. Und da kann man nämlich bei Church for Night direkt an der Kirche stehen, kostenlos, oder in der Kirche schlafen. Das ist die Idee von Pfarrer Martin. Das ist ganz Neues, gucken wir uns an. Und wisst ihr, wer übrigens in der Kirche schlafen wird? Na, mein Kamera- und Camping-Buddy, der Lukas. Das wird eine geile Folge, wirklich super, freue mich mega drauf. Diese Nacht übrigens schläfst du hier in so einem Schäferwagen. Oh, auch schön, guck mal hier. Luki ist gerade schon so ein bisschen eingezogen. Zeigen wir euch nachher mal, ich habe schon reingelurrt, sieht super aus. Ganz genau, aber jetzt kommt mal mit, weil das Tolle an dem Campingplatz ist, wir sind eigentlich direkt am Meer. Ich meine, guckt euch das an, oder? Das ist so cool. Und das Schöne ist ja immer, an der Ostsee, da hast du ja nicht so viel Tide. Das heißt, wir müssen nicht so weit bis zum Wasser laufen. Schaffst du es jetzt hier? Ja, ich schaffe das schon noch. Die Schuhe aus. Das sah auch schon mal gelenkiger aus. Jetzt haben wir hier Naturstrand. Das ist noch so ein bisschen, oh guck mal, hier Muscheln. Schön durch die Biologie hier latschen und ab ins Wasser. Und ich habe die Socken noch an. So ein Ist das bisschen. schön? Ich habe die Socken noch an. Leute, das muss ich euch kurz. Gut, die kommen in die Waschmaschine. Ja. Ja. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist Natur pur. Aber jetzt guckt So, ihr das Leute. an. Ist das cool? Du, das ist schön warm. Friso, wir sollten aber auch mal gucken, was am Campingplatz los ist. Auf geht's. Das ganze Jahr kann hier gecampt werden. Und wer kein Zelt oder Camp hat, der kann sich auch einen Schäferwagen, ein Schlaffass oder eine Ferienwohnung buchen. Eine Pizzeria und einen Laden mit Café gibt's auch noch, direkt hier auf dem Platz. Es gibt Camper, die sind so groß wie diese Motorhaube. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Monster? Das ist schon schick. Alter, was? Oh, guck dir das an. Moin. Moin. Der Friso. Der Josef. Lukas. Hallo Lukas. Grüß dich. Wir sind vom Campingcheck, wir drehen einen Film hier. Ja. Was für ein Monster ist das hier? Das ist ein Cougar Keystone. Ein was? Kommt von USA, wurde importiert, umgebaut auf das deutsche System, also deutsche Elektrik. Ja. USA hat 110 Volt, wir haben 220 Volt. Mit 2 Slideouts. Mit 2 Slidern. Hier haben wir einen Schlafbereich. Hier. Das ist der Schrank, genau. Der kleine. Das ist der Schrank. Und hier haben wir vorne den Kühlschrank und hinten ist eine Couch. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne innen reinschauen. Echt? Die Couch. Gerne. Das ist ja wie ein LKW. Das habe ich noch nie Das gesehen. Guck habe mal. ich noch nie gesehen. Das ist das gleiche wie LKW, nur die Kupplung ist ein bisschen kleiner. Und hier mit diesen Königszapfen kommt dann hinten rein, wird verriegelt. Das ist das hier. Das ist hier der Königszapfen. Warum hast du sowas? Ich meine, warum alles hier so auf Amerika? Wir waren früher lange in Amerika und haben da ein großes Teil gehabt in den USA. Noch größer. Ja, der war um 4 Meter länger als der Okay. und höher. Und den wird man mit rübernehmen. Hat nicht funktioniert, weil in Deutschland die Maximallänge von 16,50 Meter vorgeschrieben ist. Und unsere drüben hat über 18 Meter. Was hast du in Amerika gemacht? Urlaub? Boah, was ist das für ein Ding? Kommt rein. Ja, Moment. Dankeschön, super. Peter, gerne. Josef, meine Güte. Oh, Hier, meine Frau. hallo. Friso? Fritzi? Fritzi. Das ist ein schöner Name. Friederike. Servus, der Hallo. Lukas, grüß dich. Hallo. Das ist der Luki. Servus. Wo kommt der eigentlich her? Passau, Bayern. Bayern. Ja, Niederbayern. Sehr schön. Das hier ist das Slideout im Prinzip. Das ist das Slideout komplett mit dieser Couch, Kühlschrank, Gefrierschrank und diesem Stauraum noch. Darf ich da mal reingucken? Freilich. Man sieht gar nicht, dass es ein Kühlschrank ist von außen. Der ist so groß wie meiner zu Hause. Wahnsinn. Kamin? Der heizt wahrscheinlich, Fritzi, oder? Ja, der bläst oben raus. Das ist eine echte Küche hier. Eine ganz echte Küche. Backofen, alles. da. Natürlich, hier Backofen. Ich darf mal, ja? Ja, freilich. Ja, freilich. Fritzi, magst du uns mal eine Roomtour geben? Ja, gerne. Echt? Ja, kommt mit. Also, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer. So eine Art Ballsalon hier. Ja. Ja. Wo seid ihr denn damit unterwegs? Wir waren schon in Italien. Badezimmer. Nee, das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Ja, gell? Ich darf mich da mal reinstellen, ja? Das ist ja wie zu Hause. Super. Das ist das Schlafzimmer.
Ich will gar nicht wissen, wie euer Haus zu Hause aussieht, wenn das euer Camper ist. Ja, nicht so schön. Echt nicht? Nein? Richtig gemütlich. Traumfänger, guck mal hier. Was habt ihr jetzt draußen ausgeschoben? Das Ding. Das ist der Schrank. Der Schrank. Diese Tiefe kommt dann hier rein bis zum Bettabschluss. Das heißt, hier ist eigentlich Ende vom Vom Camper? Trailer, genau. Hier ist Ende und das fährt elektrisch hier rein bis ans Bett dran. Damit dann draußen dieser Absatz nicht mehr ist. Josef, was machst du beruflich? Oder ihr? Ich jetzt nichts mehr, ich war Spedition gehabt, ich war selbstständig. Okay. Deswegen auch einen kleinen LKW vorne dran. Ja. Schön. Wahnsinn, Ich finde das ganz toll, dass ihr uns das mal gezeigt habt. Also Fritzi, es wäre mir persönlich wahrscheinlich ein bisschen zu groß, weil ich kann mir vorstellen, es ist auch gar nicht so leicht, damit überall zu stehen, oder? Da musst du schon schauen. Also Okay. auf gut Glück kannst du nirgends hinfahren. Aber wenn's- mit der mal im Vorhinein buchen. Das Ja, ist dann gut. Und vorher wir- buchen, ja. Ja, genau. Und wir bevorzugen die kleinen Plätze, zum Beispiel im Grünen etc., Ja, wenn du damit reinpasst. wenn wir Ne? reinpassen. Das Ja. ist der Nachteil. Da ist in Amerika wieder einfacher. Ja, das stimmt, Ja, das stimmt. ja. Das ist ja schon. Ach, guck mal hier mit Treppe. Mit Treppe. So ist das. Also, Josef, ich würde ihn nehmen, aber hier ohne Rolltreppe geht für mich nicht. Es tut mir leid. Also, das ist ein bisschen, oder? Ein bisschen simpel. Wahnsinn, oder? Leute, das ist echt irre. Das wäre noch eine kleine Marktlücke, ja. Aber was kostet denn sowas? Der Trailer kostet 80.000. Also plus dann Solar und so bis bei 90 irgendwo. Und dann ist Leute, das hätte ich jetzt ohne Mist, Lukas, oder? Das hätte ich nicht gedacht. Nicht falsch verstehen. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, aber wenn ihr wisst, was alleine so ein ausgebauter Bus kostet, ja. das ist ja krass. Das war mit der Grund, diesen Trailer zu kaufen, weil du einfach mehr Raum, mehr Wohnqualität bekommst für den gleichen Preis. Okay. Aber trotzdem muss man gut für verdienen, oder wie habt ihr das gemacht? Weil ich frage, Entschuldigung, dass ich so. Ja, ich bin jetzt nicht mehr im Berufsleben, habe meine Firma, mein Haus verkauft. Hauswerker, okay. Ja, der Grund war der, mein Freund ist an Krebs verstorben, mit 57 Jahren habe ich selber Krebsleiden gehabt, das jetzt behoben wurde, bin operiert worden, das hat alles Glückwunsch, okay. gut funktioniert, danke. Und somit habe ich die Entscheidung getroffen, dann mit 60 die Firma zu verkaufen, das Haus zu verkaufen und das Leben, man weiß ja nicht, wie lange es noch geht, so zu leben, die Lebensqualität auf Campingplätze zu sein und nette Leute wie euch zu treffen Dankeschön. und einfach hier zu leben dürfen. Super. Das ist... Richtig. Ja, du machst es richtig, Mann. Guck mal, ich krieg Gänsehaut. Wenn du mir davon erzählst, das ist wirklich... Ich hab's. Ja. Das ist alles hier. Also vielen, vielen Dank, dass wir mal gucken durften. geschehen. Ne? Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit hier. Dankeschön. Macht's gut, ihr beiden. Danke, ihr Lieben. Danke für den Besuch. Danke, dass wir eingeladen Danke. durften. Ja, Besuch, das ist ja einfach cool, dass wir mal gucken durften. Was ein tolles Teil. So, jetzt geht's zur Camping Area, ihr Lieben. Luki, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich war früher in so einem Jugendzeltlager. Da war ich auch mit. Ja? Echt jetzt? Ja, klar. Habe ich dich gar nicht gesehen.